Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Ich bin Sebastian. Heute zeige ich euch die Top 10 Füller 2023. Es gab einige Veränderungen, ihr werdet staunen. Wir sehen uns gleich am Tisch. Ganz viel Spaß! So, ihr seid sicher gespannt auf meine Top 10. Eigentlich sind es 11 Füller, aber das werdet ihr gleich sehen. Das ist so ziemlich gleich am Anfang. Warum es 11 Füller sind, zeige ich euch dann. Ich werde das Ganze mit euch hier auf Oxford Optic Paper schreiben. Die Top 10, das ist dieses Optic Paper in Blanco. Und dann zoome ich euch mal ein bisschen rein. So, Platz Nummer 10. Platz Nummer 10, ein Füller, den ihr schon kennt. Ein Edelstahlfüller von Hahnemühle. Den Hahnemühle Bold. Habe ich euch schon im Video vorgestellt. Verlinke ich euch oben das Video. Mit einer Goldfeder. Einige Füller habe ich schon sauber gemacht. Wie auch jetzt diesen hier. Nachher, ich glaube, ab Füller 7 oder so geht es nachher los mit den Befüllungen. Ich musste schon ein bisschen aussortieren, weil ich ein bisschen was im Zulauf habe. Und ja, mich darauf vorbereiten muss fürs neue Jahr. Ich plane ja schon im Voraus. Deshalb habe ich mir hier so ein Tintenglas zur Seite gestellt. Das habe ich schon gedippt. So, wollte ich euch natürlich zeigen. Und zwar habe ich passend zu Weihnachten Triple Chocolate von Diamine aus dem Inkvent-Kalender, aus dem blauen. Hier ist die Packung dazu. Blauer Inkvent-Kalender von, steht das drauf, welches Jahr? Ich glaube 2020 oder 2021 muss das gewesen sein. Die Füller, die jetzt nicht befüllt sind, die dippe ich hier schnell mal mit ein und dann funktioniert das auch so. So, Platz Nummer 10. Ich muss das ein bisschen runterdrücken. Das sieht schrecklich aus. Aber es liegt daran, dass das Papier immer wieder an den Füller hochgebounced ist. Hahnemühle Bold, hatte ich gerade gesagt, ist eine Goldfeder, hier in der Federstärke M. Und das ist eine 18 Karat. Goldfeder. Und Tinte, habe ich euch gerade gezeigt, ist Diamine Inkvent. Ihr könnt natürlich alles übersehen. Ihr sagt doch nichts. Lasst mich einfach schreiben. Inkvent Blau. Wie gesagt, muss aus 2020 oder 2021 gewesen sein. Was war das? Triple Chocolate. Habe ich es richtig geschrieben? Schokolade wird es geschrieben. So, Hahnemühle Bold, Platz 10 in meiner Füllersammlung, Füllerserie 2023. Da habe ich natürlich vergessen, euch zu sagen, wie das zustande kommt. Und zwar einfach nur durch die häufige Benutzung im Jahr 2023 und ja, durch Haptik, Feeling, einfach aus dem Alltag raus entschieden, wie oft ich die benutzt habe und wie gerne ich die benutzt habe. Und dadurch habe ich jetzt mir meine Reihenfolge zusammengestellt. Da sind wir auch schon bei Platz Nummer 9. Und zwar sind das jetzt die 2 Füller, von denen ich euch gerade erzählt habe, weil es eigentlich 11 Füller sind, weil es dieselbe Bauform ist. Und zwar das ist der Elox Matrix in diesem schönen grün-schwarz und einmal der Diplomat Aero in dem Perlmutt-Weiß Metallic mit den schwarzen Applikationen oder schwarzen Zierelementen. Hier hatte ich ja in meinem Review gesagt,
dass hier der Schaft und die Kappe so ein bisschen mit kleinen Graten versehen waren. Da hat Diplomat aber sehr kulant umgetauscht. Ich habe jetzt einen neuen Schaft bekommen und eine neue Kappe. Und jetzt ist gar nichts mehr dran. Also wirklich so, wie es sein soll. Richtig schön, ein Handschmeichler. Lädt zum Spielen ein, die Grate hier oder die Vertiefung hier abzufahren während des Schreibens oder wenn man die Kappe in der Hand hält. Das ist schon ein lustiges Gefühl, wenn man sich hier beim Schreiben oder bei einer Sprechpause, Meetingpause irgendwie so die Zeit vertreiben muss oder so. Also das finde ich schon angenehm. Schöne Idee, das so zu machen. Und der perlmuttweiße Diplomat, naja, ist mit einer der schönsten Diplomat Aero, die es gibt, wie ich finde. Ich habe hier eine B-Feder drin, die werde ich jetzt auch noch mal schreiben, weil M haben wir gerade gesehen. Den Matrix lege ich dann mal zur Seite. Den muss ich auch dippen, weil die habe ich auch schon sauber gemacht. Da habe ich auch noch ein bisschen was im Zulauf. Gucken, ob ich das hier... Ja, müsste reichen. So, mal gucken, ob ich in dem Glas tief genug drin war hier. Ja. So. Platz Nummer 9. 2 Füller, ne? Stellvertretend. Ich schreibe mit dem Aero. Oder Elox. Und der hat eine B-Feder Stahl. Schreibt sich wunderbar. Also Tintenfluss hier auch nur vom Dippen reicht schon völlig aus. Ein wunderschönes Braun, wie ich finde, von Diamine. Das passt super. Macht echt Spaß. Also die Federn von Diplomat sind toll. Sehr cool. Ja, nicht ohne Grund. Achso, vergessen Tinte zu schreiben. Nicht ohne Grund sind die Füller sehr beliebt. So, Diplomat. Und das ist Diamine Inkment Blau. Triple Chocolate. Nicht Chocolate. Oder doch Chocolate. Chocolate. So, Diplomat Aero und Diplomat Elox Matrix auf Platz Nummer 9. Platz Nummer 8. Auch ein Füller, den ich schon vorgestellt habe und mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Und zwar der Westenberger 01. Ein Custom-Füller von Felix Westenberger, ein Schmuckschmied, ein Kunstschmied, der eher auf Trauringe spezialisiert ist, aber auch Kugelschreiber und jetzt auch inzwischen Füller macht. Und wie ich finde, sehr, sehr gut. Ein richtig hochwertiger, qualitativ hochwertiger Füller mit einem tollen Magnetverschluss. Alle, die das Video damals gesehen haben, sonst verlinke ich euch das auch nochmal oben. Guckt euch das mal an. Guckt mal bei Felix vorbei auf der Homepage, verlinke ich euch. Kappe aus Damaszener Edelstahl, also die bleibt auch tatsächlich so. Und hier auch das Griffstück aus Damaszener Edelstahl mit einer Schmidt-Feder in Federstärke M. Den habe ich leider jetzt auch sauber gemacht, weil ich, wie gesagt, ich habe nicht so viel Platz in der Federtasche und ich kann auch gar nicht so viel Füller immer schreiben. Ich muss mich da auch ein bisschen beschränken. Und den will ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Wie gesagt, also die Reihenfolge ist echt hart, sich zu wählen, zu platzieren, weil eigentlich sind alle Füller, die ich jetzt in der Top 10 habe, sind eigentlich alle toll. Also man kann sich da eigentlich gar nicht entscheiden. Westenberger 01 hatte ich euch gezeigt. M-Feder, Stahl von Schmidt. Auch sehr schön. Und hier, wie gesagt, auch nochmal gedippt. Ich glaube, das war auch der letzte Füller, den ich dippe.
Diamine Inkvent wieder. Und Triple Chocolate. Und ich zeige euch nochmal hier. Oh, herrlich. Ich liebe den. Ne? Sehr cooler Füller, macht total Spaß. Ja, und der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, den wolltest du doch zurückschicken. Damals im Review. Ja, ihr seht ja, hat gut geklappt. Ja, ich konnte nicht zurückschicken. Ich habe dann eine Bedenkpause bekommen und habe mich dann dafür entschieden, ihn zu behalten. Jetzt ist er bei mir. Der erste Füller von Felix Westenberger ist jetzt mein. Dankeschön, Felix, für diese Inspiration. So, dann sind wir auch schon bei Platz 7. Platz 7 kennt ihr auch, ein altbekannter, der Lamy 2000. Ein Arbeitstier, ein nicht wegzudenkender Füller aus der Szene. Hier ein altes Modell mit dem L hinten noch. Na, jetzt. Mit dem L hinten noch am Schaft. Mit 18 Karat Goldfeder. Er macht unheimlich viel Freude. Jeden Tag dabei. Schreibt sich sehr gut. Und ich musste mich auch an F gewöhnen, ja. Aber so langsam komme ich dahin und dieser Füller hat dazu beigetragen, dass ich auch jetzt wieder mit einer feinen Feder schreibe. Lamy 2000, habe ich gerade gesagt, F-Feder, 18 Karat Gold. Es haben nicht alle Füller 18 Karat Goldfedern von Lamy 2000. Die älteren Modelle haben das noch, die anderen haben dann 14 Karat Gold. Also nicht wundern, warum der jetzt 18 Karat Gold hat. Schreibt sehr schön. So, Tinte könnt ihr, glaube ich, noch gar nicht richtig erkennen. Aber es ist auch eine Tinte, die ihr kennt. Nämlich von Rora und Klingner ist das hier jetzt Alt Gold Grün. Ich finde, das passt hier super zusammen. Schöne Kombination. Ich mag das. Schöner Füller. Also, wie gesagt, der ist, seitdem ich ihn habe, ist der jedes Mal in meiner Arbeitstasche, in meiner Federtasche dabei. Dann habe ich einen Füller, den habe ich euch noch nicht gezeigt, auch noch nicht reviewed, ne? Und zwar Platz Nummer 6. Dieses schöne Stück in Champagnerfarben. Wenn ich ihn so sehe, also ein oder andere wird schon die Form erkennen, ne? Havanna, ja, wie eine Zigarre, daher der Name. Und zwar ist das ein Tombow, ein japanischer Füller. Wird leider nicht mehr hergestellt. Hochqualitativ gearbeitet, also Wahnsinn. Hier findet ihr nichts, was nicht passt, ne? Also das ist echt toll. Und zwar ist das hier das Modell Zoom 505 und FP steht hier für Fountain Pen. Den gibt es auch als Tintenroller. Und ich glaube, einen Bleistift gibt es davon auch. Bin mir aber gar nicht sicher. Die Kappe ist zum Ziehen. Sehr schön gearbeitet. Schießt gut ab. Hier vorne ist ein Kunststoffgriffstück. Hier, das ist Gummi. Eine sehr schöne blanke Stahlfeder, die allerdings nicht viel Flex bietet. Aber ich habe hier eine B-Feder und ihr werdet gleich sehen, der schreibt butterweich. Und hier habe ich, also der gleitet wirklich wie ein Schlittschuh übers Papier, ne? Also das ist Wahnsinn. Als wenn ich, also den braucht man nicht mehr schleifen oder sonst irgendwas, der ist super toll. Hier muss man echt aufpassen, dass man nicht zu weit rausschreibt. Tombow, der wird Havanna genannt, der heißt aber nicht Havanna. Ich schreibe es trotzdem mal mit hin. Havanna Zoom 505 FP, weil manchmal werden die als Tombow Havanna verkauft auf eBay oder so. Da habt ihr schon mal so einen Suchbegriff, den ihr euch merken könnt. Und B-Feder, das ist eine Stahlfeder.
Und die schreibt richtig saftig. Also mit dem Füller zu unterschreiben macht echt Spaß. Also den habe ich tatsächlich nur für Unterschriften in meiner Federtasche. Tinte sieht jetzt fast genauso aus wie oben die Triple Chocolate, ist es aber nicht. Klein wenig dunkler ist sie auch, wie ich finde. Hier ist nämlich auch Diamine drin. Aber Settle Brown. Und hier, ich zeige euch nochmal, kein Flex, also die ist wirklich steif wie ein Brett. Aber muss auch nicht. Mit der B-Feder macht die so viel Tinte aufs Papier, dass, wenn ihr da eine richtig schöne wenn ihr eine richtig schöne Tinte drin habt im Füller, dann macht die so schöne Schatten in der Tinte, dadurch, dass der Tintenfluss so toll ist. Mit dem richtigen Papier eine Freude, kann ich euch sagen. So, und Champagner, sehr schön. Das war Platz Nummer, Quatsch, wieso habe ich denn hier 8 geschrieben? Natürlich 6, wir sind doch schon bei Platz 6. Ich muss doch rückwärts zählen. So, jetzt kommt was Kleines. Wir bleiben aber in Japan. Und zwar habe ich hier einen kleinen Pocketfüller, und zwar den Elite 95S von Pilot. So ist er viel zu klein. Das Design seht ihr, aber ich habe hier so eine Kante, wenn ihr jetzt die Kappe hinten aufsteckt, und dafür ist er gemacht. Also Design ist wirklich fürs Aufkappen gemacht. Habt ihr jetzt einen ordentlichen Füller, wo ihr hier richtig schön schreiben könnt. Dadurch verlagert sich hier auch nicht das Gewicht. Also das ist wirklich schön ausgewogen konstruiert. So. Die Feder wurde bearbeitet. Da brauche ich mich das auch nicht beklagen, dass hier irgendwas ist. Die Feder wurde schon nach dem Kauf bearbeitet. Den Füller habe ich aus der Füllerbubble gekauft von einem Mitglied dort. Das ist Pilot. Nein, wann mache ich denn die Anführungsstriche? Pilot Elite 95S. Entschuldigung. Und das ist eine 14 Karat Goldfeder. Und schreibt auch wie Butter, ne? Und das Schöne ist hier, vergessen die Federstärke hinzuschreiben. Das ist eine M-Feder. Bei diesem Füller findet ihr selten M-Federn. Also da müsst ihr wirklich gucken und Glück haben oder gezielt danach suchen. Meistens findet ihr nur F- oder EF-Federn, aber die M-Feder, die ist echt schön. Die habe ich schon mal beim Pelikan Hub Probe geschrieben und deshalb habe ich gleich zugeschlagen, als der Füller dann zum Verkauf stand. Tinte ist hier die Hausmarke drin von Pilot. Pilot Namiki. Und zwar ist das Blue Black. Hier kommt auch nichts anderes rein, weil ich die Farbe so schön finde. Blue Black. Kaufe ich mir mit die Patronen und die Feder ist so schön. Das macht echt Spaß. Also der Füller ist echt toll. Auch wenn er so klein ist, aber dadurch, dass ich ihn aufkappen kann und dann einen richtig schönen großen Füller habe, der nicht nach hinten das Gewicht verlagert, sondern der extra so konstruiert ist, dass das mit dem Aufkappen in Waage ist. Ich würde sagen, den stelle ich euch nächstes Jahr auch mal vor. Also der gefällt mir wirklich gut. Den möchte ich euch unbedingt auch nochmal zeigen. Das ist mein Platz Nummer 5. Und dann würde ich sagen, sind wir schon mit der Seite fertig. Blättern wir mal um. So. Da sind wir wieder. Und jetzt geht's weiter mit Platz Nummer 4. Und da habt ihr wieder einen kleinen Füller. Oder ich habe den kleinen Füller hier. Den Kaweco Bronze Sport. Ihr seht schon, ich habe hierzu mal das Video schon gemacht. Da ist schon ein bisschen Patina dazugekommen. Ne? Vor allem, wenn ich jetzt aufschraube, seht ihr schon die hellen Stellen hier. Der sieht nicht mehr so aus wie früher.
Wie gesagt, der ist auch jeden Tag dabei, hat hier schon ein paar kleine Kratzer abgekriegt aus der Federtasche. Tut der Sache aber keinen Abbruch. Der soll so aussehen. Ich möchte, dass der auch ein wenig leiden muss. Ne? Der soll ja aussehen, als wenn er auch benutzt wird. Jetzt muss ich mal fix gucken. Das hört sich an hier, als wenn der... Oder? Ist war der nur auf? Ja. Ich dachte schon, der Konverter ist rausgegangen, aber da ist nur etwas lose. Ich habe gar keinen Konverter drin. Da ist eine Patrone drin. Okay. So. Platz Nummer 4. Kaweco. Halt. Da war ich zuvor nicht. Bronze Sport. Schreibe ich übrigens hier mit einer blauen Farbe. Ja, ich komme langsam wieder zum Blau zurück. Meine Blauphase oder meine Blauabneigung ist etwas gewichen. Das hier ist eine B-Feder und in Stahl. Und ich weiß, ja, die Lager sind gespalten. Ne? Kaweco, ja, Kaweco, nein. Ich mag Kaweco, ich mag die kleinen Federn auch. Für mich müssen die Stahlfedern, diese kleinen, nicht unbedingt viel Flex haben. Die müssen einfach nur vernünftig und gut schreiben. Dafür ist es ein Pocket Pen. Wenn ich Kalligrafie machen will, kaufe ich mir keinen Aalsport. Ne? Also das ist für mich so die Assoziation dazu. Also die Zielgruppe ist nicht Schönschrift für meine Meinung. Also, das ist meine Meinung. So, Punkt. Das wollte ich damit sagen. Tinte habe ich hier Seitz Kreuznach. Gibt es leider nicht mehr. Und zwar ist das Navy Blue. Ich zeige euch das mal ein bisschen dichter. Ich mache mal den Füller nochmal zu. Weil die Tinte ist echt schön. Guckt mal. Seht ihr das? Ein tolles Shading. Geht so ins leicht rötliche rein. Aber leider gibt es die Tinte nicht mehr zu kaufen. Finde ich sehr schade. Aber ich habe noch ein paar Patronen davon. Habe ich leider nur noch als Patron bekommen, als Kreuznach den Abverkauf gemacht hat. Und ja, habe ich mir einen kleinen Vorrat zugelegt. So, Trommelwirbel. Wir sind auf Platz Nummer 3, also Top 3 kommen jetzt. Und zwar einen Füller, den habt ihr auch noch nicht gesehen bei mir auf dem Kanal, aber ihr kennt den Füller trotzdem. Und zwar ein Pelikan M800 in blau-schwarz gestreift. Und das ist noch ein Vintage-Füller. Hier kann man noch erkennen, dass da 2 Küken auf der Kappe drauf sind, auf dem Logo. Da kriege ich es eingefangen. Ein bisschen schwierig. Die Küken sind auch sehr klein. Gucken, kriegt der Fokus das so hin? Ja, da sieht man es. Das sind noch die 2 Küken. Mit einer schönen Feder. Oh, ich liebe die Feder. Also es ist eine der schönsten Federn, die ich habe. Ich mag ja die zweifarbigen Federn von Pelikan sehr. Vor allem auch diese Größe. 18 Karat Gold in Federstärke M. Und ihr seht auch hier auf der Feder die 2 Küken drauf beim Pelikan. Ne? Platz Nummer 3. Pelikan M800 und das ist ein Souverän. Federstärke M, 18 Karat Gold. Und Tinte habe ich hier eingefüllt. Die werde ich auch wieder rausnehmen, weil ich finde, die passt nicht so gut zum Füller. Pilot Iroshizuku Ebisu. Das ist eine Jubiläumstinte von
zum Geburtstag von Pilot gewesen, von den Iroshizuku Tinten wurde da so eine Geburtstagslinie aufgelegt und das ist die Ebisu, diese hellblaue davon. Schreibt sich sehr gut, sieht auch schön aus. Ähnlich wie Topaz würde ich sagen, habe ich noch nie zusammen verglichen, aber schreibt sich wirklich gut. Und das war mein Platz Nummer 3. Der Pelikan M800 Souverän als Vintage-Version mit 18 Karat Goldfeder. So, und ich habe in den Reviews immer viel erzählt, ne, von meinem Arbeitstier, was ich immer mitnehme zur Arbeit und so weiter. Ja, da ist er. Ein unscheinbarer Stift mit doch viel Aussagekraft, nämlich das war mal eine Gewehrpatrone. Alle, die mein Review noch nicht gesehen haben, verlinke ich hier oben. Let words be your bullet. Lass deine Wörter Kugeln sein. Ne? Ein Messingfüller von Pakato. 9,3 x 74 mit einer Schmidt-Feder. Dann kriegt er das hin. In Federstärke M. Aus einem Schulprojekt entstanden. Mit schön geriffelter, ich zeige euch das nochmal hier, schön geriffelter Griffzone, die unheimlich guten Griff bietet. Die Finger schwitzen am Metall überhaupt gar nicht. Schön große Griffzone vor allem auch. Dann der Übergang in den Schaft, quasi unmerklich. Und dann geht es dann in die Patrone hinten rein, in den Schaft rein. Und ich werde euch den Füller gleich mal aufschrauben, weil ich habe hier nämlich einen Konverter drin, einen ganz normalen, was man eigentlich nicht vermuten würde bei der Füllergröße. Aber hier passt so ein riesen Konverter hinten rein. Ne? Aber zwar gerade so, aber es ist quasi genauso gemacht. Richtig cool. Den habe ich jeden Tag mit zur Arbeit, damit schreibe ich fast alles. Und irgendwo hat er hier schon eine Delle und ein paar Kratzer hier. Ne? Ja, es ist Messing, es ist ein weiches Material, aber es ist ein Arbeitstier. Dafür habe ich ihn mir gekauft. Der kostet 130 Euro, davon gehen dann 30 Euro an die Ukraine-Hilfe. Ich verlinke euch den Füller da nochmal und die Seite von Pakato. Wer einen schönen Füller als Arbeitstier sucht, hiermit seid ihr dann auf einer sehr guten Seite. Ich kann es nur wiederholen. Also ich hatte den Füller mal weggeschickt zum Probeschreiben an ein Mitglied aus der Füllerbubble. Ich glaube, es waren 2 Monate, wo ich den Füller nicht hatte. Ich hatte echt den Füller vermisst. War sehr froh, dass er wieder da war. Pakato 9,3 x 74 mm. Eine andere Bezeichnung hat er nicht. Also die Firma hat nur diesen einen Füller und das ist der Pakato halt. Ne? Also die Angaben hier sind quasi von der Patrone. Das ist auch gleichzeitig die Größenangabe des Füllers quasi. Also hier geht ja, bis dahin geht die Patrone. Ne? Der Füller ist auch beschichtet, also die Finger riechen nicht nach Metall, wenn man damit geschrieben hat. Halt, Stahlfeder. Und Schmidt-Feder passt hier super zu. Tinte auch wieder eine Firma, die wir schon hatten. Rohrer und Klingner ist das hier ebenfalls. Aber diesmal mit Verdicris. Passt sehr, sehr schön zum Füller, wie ich meine. Weil der Clip ist so Gunmetal-Farben. Ja, kriegt die Kamera das hin mit dem Fokus? Ja, jetzt. Und also wenn das nicht matcht, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur cool. Ich mag das. Die Kombination ist hier dauerhaft befüllt. Wie gesagt, damit schreibe ich fast alles auf Arbeit. Nachweishefte, Kontrollen und sowas alles. Es muss nicht immer rot sein oder so, aber ja. Ein sehr schöner Füller und ich kann euch den wärmstens ans Herz legen. Unterstützt auch gerne die
Schülerfirma, beziehungsweise die Firma wurde ja dann übernommen, weil das Projekt einfach toll war. Ist eine kleine Schmiede aus Hamburg. Unterstützt durch mal die Region, sage ich mal. So, da sind wir auch schon bei Platz 1. Und wer mein Tintenvideo aufmerksam gelesen hat, oder aufmerksam gelesen ist schön, aufmerksam gesehen hat, weiß, dass ich mir einen Füller gekauft habe für eine Barocktinte, nämlich die Kaviar. Und das ist hier der Füller dazu. In dem Licht sieht er echt klasse aus. Mit schwarzen Zierelementen. Ein dunkles Violett. Hier kann man es besser sehen, die Farbe. Sieht tatsächlich genauso aus wie hier in der Kamera. Ist quasi 1:1. Das ist der Sailor 1911 L, also die Large-Version. In der limitierten America-Only-Version Wicked the Witch aus der Zauberer von Oz-Reihe. Auch die Feder ist hier in schwarz gehalten. 21 Karat Gold. Sehr, sehr schön. Und ich habe mir meinen Wunsch erfüllt. Ich habe mir eine Musikfeder gekauft. Die habe ich einmal geschrieben und war sofort verliebt in die Feder. Ich hatte vorher noch nie eine Musikfeder geschrieben. Aber eine Zuschauerin hat mich mal eine Probe schreiben lassen mit einer Musikfeder und ich brauchte unbedingt einen. Und der von Sailor, der hatte natürlich auch eine Musikfeder, deshalb hat das super gepasst. Meine Lieblingsfeder, meine Lieblingstinte im passenden Modell Füller. Sailor 1911 L. Und ihr merkt, ich bin verliebt. Also der Füller war auch sofort in meiner Top 3. Also er brauchte nicht lange, um mein Herz zu erobern. Und das war Wicked the... Halt, was habe ich geschrieben? The Witch. Und das ist 21 Karat Gold. Musik. Warum Musik? Ne? Habe ich in meinem Federvideo nicht erwähnt, weil ursprünglich kommt dieser Federschliff aus der Notenschreibe-Richtung, weil ich kann mit einem senkrechten Strich einen Feinstrich machen und mit einem waagerechten Strich kann ich einen Notenkopf schreiben ohne Probleme und das auch sehr schnell. Und deshalb Musik. Daher kommt das. Hat nichts mit irgendwelchen Schliffen zu tun, sondern also ja, natürlich schon, aber daher kommt die Bezeichnung. Und ich liebe ihn, ich liebe ihn. Der Tintenfluss ist super, die Farbe passt super dazu. Herrlich. Ja, was soll ich dazu schreiben, ne? Tinte habe ich euch schon gesagt. Tinte ist nichts anderes als Barock. Und hier kommt auch nichts anderes rein. Kaviar. Ich kann gar nicht aufhören zu schreiben. Nun, wenn ihr hier mal so in die Kappe reinguckt, sehe ich gerade, wenn das Licht also so durchscheint, dann seht ihr, dass der Füller eigentlich gar nicht, seht ihr das hier? Eigentlich gar nicht so dunkel ist. Aber wenn ich jetzt wieder wegnehme, seht ihr es? Das ist so ein Farbspiel, man kann das auch gar nicht richtig abbilden auf Fotos oder so. Da sieht er echt dunkel aus. Im Tageslicht ist er wieder ein bisschen heller, aber mit dem Schwarz zusammen, das ist so eine tolle Farbkombination. Ich freue mich, dass ich den gekriegt habe. Und wenn ihr jetzt die Farbe hier anguckt, ne, sagt mir, dass das nicht zusammenpasst. Also, das ist doch hier wirklich Match. So, das war meine Top 10. Ich lege das mal hier zur Seite. Holt euch die Füller alle nochmal her, dann könnt ihr das auch nochmal sehen. Ich zoome euch noch ein Stück wieder raus. Dann haben wir alle Füller hier nochmal in der Übersicht. So.
Auf Platz Nummer 10 hatten wir den Hahnemühle Bold. Dann habt ihr auch nochmal einen Größenvergleich. Ne? Die beiden Diplomat Aero und Elox Matrix auf Platz Nummer 9. Platz Nummer 8 der wunderschöne Felix Westenberger 01 mit dem tollen Damaszener Edelstahl. Auf Platz Nummer 7 Lamy 2000. Der wird nie alt, das ist ein Klassiker. Dann auf Platz Nummer 6 der Tombow Zoom 505 FP Fountain Pen. Dann hier den Pilot Elite 95S Pocketfüller. Nächster Pocketfüller ist hier der Kaweco Bronze Sport. Der M800 von Pelikan hier. Der Paccato. Und zum Schluss auf Platz Nummer 1 der Sailor 1911 L Wicked the Witch aus der America Only Zauberer von Oz Reihe. Das waren meine Top 10. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne ein Like. Fühlt euch gedrückt, also drückt uns. Wir drücken euch. Bleibt kreativ und gespannt. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch ein ganz tolles Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Januar wieder mit dem nächsten Video. Ich habe da schon was geplant. Ihr könnt auch ganz gespannt sein. Das wird toll. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss.